Ankommen in der neuen Stadt. Wie war deine Reise? Ganz okay, aber ziemlich lang. Bist du alleine gereist? Ja, ganz alleine. War es deine erste Reise hierher? Ja, das erste Mal in diesem Land. Hast du dich gut orientieren können? Meistens ja, aber Deutsch war manchmal schwer. Das ist ganz normal am Anfang. Die Durchsagen waren sehr schnell. Ja, das sagen viele. Ich habe nicht alles verstanden. Hat dir jemand geholfen? Ja, ein Mann am Bahnhof. Das ist schön. Er hat langsam gesprochen. Das hilft sehr. Ja, dadurch war ich ruhiger. Und woher kommst du? Ich komme aus Spanien, Aus welcher Stadt? aus Valencia. War es schwer, Abschied zu nehmen? Ein bisschen, vor allem von meiner Familie. Das kann ich verstehen. Aber ich freue mich auch auf den Neuanfang. Was machst du jetzt hier? Ich arbeite hier und lerne Deutsch. Arbeitest du schon oder fängst du erst an? Ich fange nächste Woche an. Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ja, ein bisschen. Das gehört dazu. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Und wo arbeitest du genau? In einer kleinen Firma im Zentrum. Musst du weit fahren? Nein, ich kann zu Fuß gehen. Das ist praktisch. Ja, das macht den Start leichter. Lernst du Deutsch in einem Kurs? Ja, abends nach der Arbeit. Wie oft hast du Unterricht? 3-mal pro Woche. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, ich möchte schnell besser sprechen. Sprichst du auch Deutsch im Alltag? Ich versuche es, auch wenn es schwer ist. Das ist der beste Weg. Manchmal mache ich Fehler. Das ist völlig okay. Ich hoffe, ich finde mich schnell ein. Das schaffst du, keine Sorge. Danke, das motiviert mich sehr. Gern, du bist auf einem guten Weg. Ein erstes Gespräch mit einem Nachbarn. Hallo, ich wohne hier im 2. Stock. Hallo, ich bin Alex aus der Wohnung rechts. Bist du neu im Haus? Ja, ich bin erst gestern eingezogen. Dann willkommen im Haus. Danke, das ist nett. War der Umzug anstrengend? Ja, ein bisschen, aber es ging. Hattest du Hilfe? Ja, ein Freund hat mir geholfen. Wie findest du die Wohnung bisher? Sie ist klein, aber sehr hell. Das Licht ist hier wirklich schön. Ja, besonders morgens. Hast du schon alle Zimmer gesehen? Ja, Küche, Bad und Schlafzimmer. Ist die Küche schon möbliert? Ja, ein Herd und ein Kühlschrank sind da. Das ist praktisch. Ja, so musste ich nichts kaufen. Funktioniert alles gut? Meistens ja. Gibt es ein Problem? Nur das Licht im Flur ist etwas schwach. Dann sag dem Hausmeister Bescheid. Wo finde ich ihn? Er wohnt im Erdgeschoss links. Gut zu wissen, danke. Er ist sehr freundlich. Das ist gut. Hast du schon andere Nachbarn kennengelernt? Noch nicht viele. Die meisten sind ruhig. Das habe ich gemerkt. Hörst du manchmal Lärm von den Nachbarn? Nein, es ist sehr ruhig hier. Das Haus ist zum Glück ruhig. Das gefällt mir sehr. Arbeitest du hier in der Nähe? Ja, nicht weit von hier. Gehst du zu Fuß zur Arbeit? Ja, das ist möglich. Das ist angenehm. Ja, so spare ich Zeit. Lernst du noch Deutsch? Ja, ich lerne jeden Tag ein bisschen. Lernst du alleine oder im Kurs? Im Kurs und auch zu Hause. Das ist eine gute Mischung. Ich versuche viel zu sprechen. Das ist wichtig. Manchmal bin ich unsicher. Das ist normal am Anfang. Danke, das beruhigt mich. Wenn du etwas nicht verstehst, frag mich ruhig. Danke, das hilft mir sehr. Vielleicht sieht man sich öfter hier. Ja, bestimmt im Treppenhaus. Oder im Hof. Stimmt, dort war ich noch nicht. Der ist ganz schön. Dann schaue ich ihn mir an. Mach das. Danke für das Gespräch. Gern? Dann bis bald. Ja, bis bald. Ein Gespräch bei der Bäckerei. Guten Morgen. Was darf es sein? Guten Morgen, ich hätte gern frisches Brot.
Sehr gern. Welches Brot mögen Sie? Ich bin mir noch nicht sicher. Mögen Sie lieber helles oder dunkles Brot? Eher dunkles Brot. Dieses hier ist heute sehr beliebt. Ist es weich oder eher fest? Außen knusprig und innen weich. Das klingt gut. Es hält auch lange frisch. Dann nehme ich das. Wie viel darf es sein? Ein halbes Brot, bitte. Soll ich es schneiden? Ja, bitte in Scheiben. Kein Problem. Danke. Möchten Sie auch Brötchen dazu? Ja, welche sind heute frisch? Diese Brötchen sind gerade aus dem Ofen. Sind sie noch warm? Ja, ein bisschen. Dann nehme ich 2 davon. Möchten Sie normale oder mit Körnern? 2 normale, bitte. Sehr gern. Haben Sie auch Croissants? Ja, Natur oder mit Schokolade? Natur, bitte. Ein Croissant? Ja, 1 reicht. Möchten Sie sonst noch etwas? Haben Sie Marmelade oder Honig? Ja, kleine Gläser dort vorne. Dann nehme ich ein Glas Marmelade. Erdbeere oder Aprikose? Erdbeere, bitte. Sehr gut. Ist alles frisch von heute? Ja, alles von heute Morgen. Das merkt man. Möchten Sie alles zum Mitnehmen? Ja, bitte. Soll ich eine Tüte dazugeben? Ja, gern. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte, bitte. Das macht 6 Euro. Hier, bitte. Einen Moment. Kein Problem. Fertig, vielen Dank. Dankeschön. Möchten Sie den Bon? Nein, danke. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ein Gespräch im Café. Möchtest du Kaffee oder lieber Tee? Ich nehme einen Kaffee. Mit Milch oder ohne? Mit Milch, bitte. Zucker dazu? Nein, ohne Zucker. Alles klar. Willst du auch etwas essen? Ja, vielleicht ein Stück Kuchen. Welchen magst du? Ich bin mir nicht sicher. Was empfiehlst du? Der Apfelkuchen ist sehr gut. Ist er frisch? Ja, von heute Morgen. Okay, den nehme ich. Möchtest du Sahne dazu? Nein, danke. Gut. Ist es dein erstes Kaffee hier? Ja, alles ist noch neu für mich. Wie hast du das Café gefunden? Ich bin zufällig vorbeigelaufen. So findet man oft die besten Orte. Ja, das stimmt. Gefällt dir die Stadt bisher? Ja, sie wirkt sehr lebendig. Was gefällt dir besonders? Die vielen Cafés und Menschen. Ja, hier ist immer etwas los. Das mag ich. Was machst du gern nach der Arbeit? Ich gehe gern spazieren oder trinke Kaffee. Dann bist du hier richtig. Ich merke das langsam. Arbeitest du in der Nähe? Ja, nicht weit von hier. Kommst du zu Fuß? Meistens ja. Das ist angenehm. Ja, so sehe ich viel von der Stadt. Kommst du gut zurecht im Alltag? Meistens ja, manchmal brauche ich Hilfe. Zum Beispiel beim Einkaufen? Ja, oder bei Formularen. Das ist ganz normal. Ich lerne jeden Tag dazu. Das hört man. Wirklich? Ja, dein Deutsch wird besser. Das freut mich. Du kannst stolz sein. Ich fühle mich hier willkommen. Das bist du auch. Danke, das bedeutet mir viel. Ein Gespräch auf der Straße. Entschuldigung, haben Sie kurz Zeit? Ja, gern, was suchen Sie? Wir suchen den Park in der Nähe. Der Park ist nicht weit von hier. Können Sie uns den Weg erklären? Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Und dann links oder rechts? Dann links in die große Straße. Wie lange dauert es zu Fuß? Etwa 5 Minuten. Ist der Weg leicht zu finden? Ja, es gibt viele Schilder. Gibt es dort einen Spielplatz? Ja, gleich am Eingang. Ist der Park heute sehr voll? Nein, eher ruhig am Vormittag. Gibt es dort auch ein Café? Ja, in der Mitte vom Park. Hat es heute geöffnet? Ja, bis abends. Vielen Dank für die Hilfe.
Kein Problem, gern geschehen. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Viel Spaß im Park. Ein Gespräch in einer Bar. Setz dich hier hin. Das ist ein guter Platz. Danke, die Bar ist richtig gemütlich. Möchtest du ein Bier oder etwas anderes? Ich nehme ein Bier bitte. Hell oder dunkel? Hell bitte. Willst du auch etwas ohne Alkohol? Nein, das Bier passt gut. Kommst du oft in Bars? Nicht so oft, aber ab und zu. Gefällt dir die Stimmung hier? Ja, sie ist entspannt. Was machst du gern am Abend? Ich treffe Freunde oder höre Musik. Kennst du hier schon Leute? Ein paar, aber nicht viele. Das kommt mit der Zeit. Ja, ich fühle mich hier immer wohler. Willst du noch ein zweites Getränk? Vielleicht später. Okay, sag einfach Bescheid. Danke, das ist nett. Dann genießen wir den Abend. Ja, das machen wir. Ein Gespräch beim Fußball. Ganz schön warm heute, oder? Ja, ich schwitze sehr schnell. Spielst du hier oft Fußball? Ja, fast jedes Wochenende. Mit denselben Leuten? Meistens ja, wir kennen uns gut. Auf welcher Position spielst du heute? Ich spiele im Mittelfeld. Und du? Ich spiele vorne im Sturm. Dann bist du nah am Tor. Ja, aber ich laufe viel. Hast du noch genug Kraft? Es geht, aber meine Beine sind schwer. Mir geht es genauso. Trainierst du auch unter der Woche? Manchmal abends nach der Arbeit. Allein oder mit anderen? Meistens allein im Park. Spielst du schon lange Fußball? Ja, seit meiner Schulzeit. Macht es dir hier Spaß? Ja, das Spiel lenkt gut ab. Wie steht es gerade? 2:2, ganz spannend. Wollen wir kurz eine Pause machen? Ja, 2 Minuten wären gut. Danach spielen wir weiter. Genau, wir geben nochmal alles. Ein Gespräch im Fitnessstudio. Ganz schön voll heute, oder? Ja, viele Leute trainieren abends. Kommst du oft ins Fitnessstudio? 2 bis 3 Mal pro Woche. Was trainierst du heute? Erst Geräte, dann ein bisschen Cardio. Machst du lieber Kraft oder Ausdauer? Eigentlich beides. Wie lange bleibst du heute? Etwa eine Stunde. Hast du schon aufgewärmt? Ja, 10 Minuten auf dem Fahrrad. Das ist gut für die Muskeln. Trainierst du regelmäßig? Ja, meistens nach der Arbeit. Allein oder mit Freunden? Meistens allein. Hörst du Musik beim Training? Ja, das motiviert mich. Welche Geräte magst du? Die für Beine und Rücken. Machst du auch Kurse? Manchmal Yoga. Klingt entspannt. Ja, das brauche ich nach einem langen Tag. Wollen wir zusammen ein Gerät machen? Ja, gern, fangen wir an. Ein Gespräch im Waschsalon. Ist diese Waschmaschine noch frei? Ja, die können Sie benutzen. Super, danke. Waschen Sie heute viel Wäsche? Ja, fast alles von der Woche. Ich auch. Mein Korb war voll. Wissen Sie, welches Programm gut ist? Für normale Kleidung nehme ich 40 Grad. Gut zu wissen. Haben Sie Waschmittel dabei? Ja, aber nur ein kleines. Das reicht meistens. Wie lange dauert das Programm? Etwa 40 Minuten. Dann warten wir wohl etwas. Ja, ich setze mich kurz. Kommen Sie oft hierher? Einmal pro Woche. Ich auch. Zu Hause habe ich keine Maschine. Geht mir genauso. Nutzen Sie danach den Trockner? Ja, wenn alles fertig ist. Ist er teuer? Nein, der Preis ist okay. Dann mache ich das auch. Sagen Sie Bescheid, wenn Hilfe brauchen. Danke, das ist nett. Kein Problem.